freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich komme aus Berlin, bin gestern angereist und bin mit Ivana jetzt zum 3. Mal in dieser Weiterbildungsreihe. Das heißt, wir machen das jetzt schon seit 2 Jahren und mit jedem Mal kommen neue Dinge, neue Aspekte. Wir lernen, auch wir sogenannten Expertinnen lernen, und wir freuen uns auch auf den Austausch nachher. Viele von euch haben gesagt, dass sie gerne ein so Grundverständnis haben möchten von diesem großen Wort oder Konzept Diversität, und damit fange ich jetzt an. Was wichtig ist, ich bin hier als Expertin betitelt, Ivana auch, und ich bin aber sicher, dass hier ganz viele oder wir alle Expertinnen sind in sehr unterschiedlichen Bereichen. Und auch in dem Bereich Diversität, Antidiskriminierung, Diversity, Equity, Inclusion gibt es unterschiedliche ExpertInnen und die auch unterschiedliche Perspektiven darstellen. Dieser Bereich, zu dem wir arbeiten, ist ein sehr diskursiver Bereich, und das heißt, das, was ich heute erzähle, ist ein Angebot. Das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, das fußt auf jeden Fall auf ganz vielen fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch aus der Praxis. Es wurde schon gesagt in der Einführung, ich bin Organisationsentwicklerin und arbeite seit der Texas ALS seit 20 Jahren mit Organisationen, unter anderem zum Thema Diversität. Und Lisa hat schön angefangen mit Storytelling. Ich habe Storytelling genannt. Ich werde das jetzt nicht machen, vielleicht ein bisschen später. Ich finde es aber wichtig und hoffe, dass wir, auch wenn das jetzt ein bisschen fachlich erstmal ist, dass trotzdem der Transfer stattfinden kann, zumindest im Laufe der 2 Tage. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Und ich hoffe, dass ihr mir erlaubt, eine kleine Anmerkung zu machen zu einer Begrifflichkeit, die ganz viel genutzt wurde heute, weil ich diesen Raum auch als Lernraum verstehe für uns alle. Es wurde ganz oft der Begriff genutzt, blinde Flecken, Blindspots. Wenn wir aus der diskriminierungskritischen Perspektive schauen, dann ist das ein Begriff, der diskriminierende Wirkung haben kann. Und zwar für Menschen, die sehbehindert sind, die blind sind, weil er das, was wir nicht wahrnehmen, was wir nicht wissen, auf eine physische Prädisposition reduziert und das irgendwie damit in Verbindung bringt. Und deshalb ist es auch wichtig, wir arbeiten natürlich auch mit Sprache in unserem Bereich, dass wir auch auf Worte achten. Deshalb sind Alternativen zum Beispiel sowas wie Leerstellen. Und das ist ein Angebot, was ich mache. Für mich ist es immer wichtig, ich bin nicht die Sprachpolizei, und es passiert auch nichts, wenn jemand was sagt, was in irgendeiner Form diskriminierend ist. Aber für mich, meine Rolle ist schon, dass ich die Erlaubnis, hoffe ich, zu haben, darauf hinweisen kann, wenn Dinge fallen, die diskriminierend sind. Und wir wissen in der Diskriminierung, es geht nicht so sehr um die Intention, oder das ist nicht das alleinige Merkmal davon, ob etwas diskriminierend ist, also habe ich es so gemeint oder nicht, sondern es geht vor allen Dingen um die Wirkung. Und das war der kleine Exkurs, die kleine Klammer, bevor ich in meinen Teil einsteige. So, ich muss auf die Uhr schauen, weil ich dazu tendiere, länger zu machen, weil es so viel zu sagen gibt. Also nicht nur, es gibt unterschiedliche Perspektiven, sondern unsere Thematik ist sehr komplex. Und wenn wir einen ganzheitlichen Blick darauf werfen, gibt es ganz viele Dinge zu sagen. Was bedeutet, dass in 30 Minuten auch viele Dinge ungesagt bleiben? So, warum arbeiten wir zu diesem Konzept Diversität? Ich habe mal hier so eine exemplarische Gruppe von unterschiedlichen Menschen zusammengestellt. Ihr seid alle in Kunst- und Kulturinstitutionen zu Hause oder arbeitet da. Und der Blick oder eine Perspektive, die wir uns immer stellen, wenn wir auch über Diversität sprechen, ist, was wird als normal definiert? Was ist die Norm? Was ist das andere? Wer sind die anderen? Wer ist das Wir? Und das ist vielleicht erstmal eine banale Frage, die aber eine ganz große Wirkung hat, weil wir durch so eine Konstruktion, also das Schaffen von Normalität, ja, ich gehe von mir aus und von vielleicht meiner Gruppe, ich finde mich normal, und dann sind die anderen, schaffen wir natürlich Ausschlüsse, und wir schaffen auch Wertungen, und wir schaffen auch
Hierarchisierungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Deshalb ist es natürlich absolut legitim und in Ordnung, das Wort normal zu nutzen und auch das Wort wir oder ich zu nutzen. Aber es ist wichtig, vor allen Dingen, wenn wir in diesem Bereich arbeiten, dass wir es immer kontextualisieren. Und das heißt, dass es, auch wenn ich jetzt spreche, spreche ich aus meiner Perspektive. Die Frage, die ihr euch vielleicht auch stellt, sind unsere Institutionen Orte für alle? Und ihr habt ganz viel über das Personal gesprochen. Das ist der eine Blick, aber der andere Blick ist auch die Leute, die zu euch kommen. Und ich glaube, es gibt keine Institution, die sagt, nein, ihr dürft hier nicht rein. Irgendwelche Gruppen, Menschen dürfen hier nicht rein. Aber die Realität zeigt sich, es gibt doch immer wieder die gleichen Menschen, die kommen und andere Menschen, die nicht kommen, zum Beispiel als BesucherInnen. Oder es kommen immer wieder die gleichen Menschen bei uns im Personal an und andere eben nicht. Also sind unsere Institutionen Orte für alle? Und die Antwort ist erstmal nein. Und das ist auch wichtig, das so zu benennen und auch klar zu machen, dass nur weil wir sozusagen ein Mindset haben, wo wir sagen, naja, bei uns sind alle willkommen, heißt das noch lange nicht, dass unsere Orte auch wirklich für alle geschaffen sind, dass wir alle Menschen mitdenken, sondern das ist wirklich ein ganz aktiver Prozess. So, die große Definition, was ist Diversität? Also erstmal ist Diversität, ja, es ist eigentlich kein Begriff, der aus der gesellschaftspolitischen Ecke kommt. Wir haben das Wort Biodiversität, also erstmal bedeutet es nur Unterschiedlichkeit, Vielfalt und so weiter. Wenn wir aber über unseren Bereich reden, und das ist ein gesellschaftspolitischer Bereich, dann ist vor allen Dingen das, was da unten steht, eigentlich ist der hier doof irgendwie, der Rechner. So, ich mache das mal so. Das, was da unten steht, also der letzte Satz, ist der wichtige. Wenn wir über Diversität sprechen, da steht, wir fokussieren auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber es geht um historisch gewachsene gesellschaftliche Differenzsetzungen. Ich gehe gleich mal auf den Satz noch ein, weil der wirklich sehr gehaltvoll ist. Um historisch gewachsene gesellschaftliche Differenzsetzungen, die soziale Ungleichheiten hervorgebracht haben. Für mich ist dieser Satz sehr, sehr wichtig, weil er weggeht von dem, wir wollen alles schön bunt machen, hin zu der Perspektive, wir schauen auf gesellschaftliche Ausschlüsse, wir schauen auf Machtstrukturen, auf die Verteilung von Ressourcen innerhalb von Gesellschaft. Lisa hat das schon auch erläutert, was der Blick auf Diversität bei Pro Helvetia ist. Und dieser wissenschaftliche Begriff Differenzsetzungen bedeutet, dass, also gerade dieses Wort Setzung bedeutet, diese unterschiedlichen Gruppen wurden geschaffen. Es ist also nicht so, dass wir qua Geburt das oder das oder das sind, sondern es geht vor allen Dingen um gesellschaftliche und soziale Konstruktionen. Beispiel Race. Also es gibt es nicht im biologischen Sinne. Es gibt keine menschlichen Rassen. Das ist biologisch nicht haltbar. Das ist auch vor Jahrzehnten von führenden Biologinnen und Biologen manifestiert worden. Und trotzdem ist es eine Kategorie, die wirksam ist, und zwar die sozial wirksam ist. Aber es ist eine, die von Menschen gemacht wurde. Es ist also nicht, weil wir irgendeine Pigmentierung haben oder unsere Haare eine gewisse Struktur haben oder wir phänotypische Merkmale haben, sind wir biologisch eine Rasse. Wir wissen, dass die Unterschiede, die genetischen Unterschiede zum Beispiel zwischen WestafrikanerInnen und OstafrikanerInnen größer sind als zwischen WestafrikanerInnen und SüdeuropäerInnen. Und auch das sind nur ganz, ganz, ganz kleine Prozentzahlen von Unterschieden. Also das ist mir sehr wichtig und das Gleiche haben wir beim Gender. Wir haben so dieses Mann-Frau-Ding, das sehr binäre. Auch das ist eine Konstruktion. Es gibt sehr viel mehr Gender- oder geschlechtliche Identitäten als das, was sich so etabliert hat. Und deshalb ist dieses Wort Differenzsetzungen so wichtig, weil das der erste Ausgangspunkt ist, auch unseres Arbeitens. Diese Gruppen wurden konstruiert. Wenn wir in Prozesse gehen, in Organisationen, dann geht es auch nicht
nur darum, divers zu sein, sondern dann geht es auch um rechtliche Rahmenbedingungen. Und der Begriff Diversitätsorientierung ist also ein Begriff, der mehr eine Bewegung beschreibt. Und der Begriff Diversität ist ein Begriff, der etwas beschreibt, was da ist, also eine Analysekategorie. Diversitätsorientierung, also Prozesse, die zum Beispiel in euren Organisationen laufen können oder die auch bei Pro Helvetia laufen, haben auch immer was mit rechtlichen Grundlagen zu tun. Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil es nicht nur um ideologische Auseinandersetzungen geht, vor allen Dingen, wo dann Menschen Meinungen haben und wir wissen alle, wir können alle unsere Meinungen haben und am Ende stehen wir da und sagen, okay, we agree to disagree, maybe. In der Diversitätsorientierung geht es auch um Rahmensetzungen, die eben nicht von Meinungen abhängen. Und da habe ich einige aufgeführt. Rechtliche Rahmenbedingungen ganz, ganz wichtig. Also Menschenrechte habe ich als erstes genannt, auch wenn die leider sozusagen im Einfordern von Rechten schwach sind, weil wir oft nicht die Möglichkeit haben oder Menschen haben oft nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel in Deutschland, wenn Menschenrechtsverletzungen passieren, geflüchtete Personen in geflüchteten Unterkünften oder an den Grenzen Europas, da Menschenrechte einzufordern auf einem juristischen Weg, ist quasi unmöglich. Trotzdem ist es ein rechtliches Werk und eine rechtliche Perspektive, die ganz, ganz wichtig ist und die auch global einfach wichtig ist. Dann habe ich dann noch ein paar andere Gesetze aufgeschrieben, die eben für die Schweiz gelten. In Deutschland haben wir auch natürlich Gesetze. Und was es in der Schweiz nicht gibt, das gibt es in Deutschland, ist ein spezifisches Antidiskriminierungsgesetz. In Deutschland haben wir das sogenannte AGG, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das ist auch sehr verbesserungswürdig, aber zumindest existiert es. Und es ermöglicht, dass Menschen gegen Ungleichbehandlung vorgehen können. Das betrifft dann also sogenannte geschützte Merkmale. Das gibt es so in der Schweiz nicht, aber es gibt trotzdem Grundlagen, die auch deutlich machen, dass Menschen das Recht auf Gleichbehandlung haben, dass sie nicht aufgrund bestimmter Merkmale diskriminiert werden dürfen. Ich habe hier einmal den Ausschnitt aus eurer Bundesverfassung genommen. Da würde ich jetzt gar nicht so ganz stark drauf eingehen, nur dass es einmal gesehen wurde. Und ich lade sehr dazu ein, dass, falls ihr das noch nicht getan habt, auch diese rechtlichen Grundlagen euch anzuschauen, weil die auch ein bisschen Orientierung geben und ein bisschen weg vom, ich weiß nicht, eine Person hat das vorhin gesagt, nur der eigene Menschenverstand und von der Empathie auszugehen, weil klar haben wir die, oder ich hoffe, die meisten von uns haben Empathie und Menschenverstand, es reicht aber nicht, um zu dem Thema professionell und gut arbeiten zu können und sich gut aufstellen zu können. Wenn wir in die diversitätsorientierte Organisationsentwicklung gehen, dann hat das einmal zwei Grundlagen, also zwei Ansätze, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, ethisch-moralische und rechtliche Aspekte, also Menschenrechte, und da steht jetzt das AGG. Und auch, und das hat Lisa auch gesagt, mit dem Equity-Ansatz, der Fokus auf Dominanzstrukturen, Zugangsbarrieren, die Diskriminierung verursachen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist sehr einfach, so einen Satz zu schreiben. Es ist aber sehr viel schwerer zu entdecken, aufzudecken und vor allen Dingen zu verändern, Strukturen, Prozesse, Praxen, Traditionen, die Ausschlüsse verursachen. Und trotzdem ist es ein wichtiger Fokus in der Arbeit, denn wenn wir da nicht reingehen, dann bleibt es eine oberflächliche Arbeit. Zum Beispiel, wir wollen unser Personal diverser gestalten. Das ist kein oberflächlicher Ansatz, aber ich sage was dazu gleich im Spezifischen. Wenn das nicht gekoppelt ist mit einem ganzheitlichen Ansatz, wer sind wir als Organisation, wo produzieren wir Ungleichheiten, dann funktioniert das nicht. Der zweite Blick, auch wichtig für Organisationen, wenn sie in eine Veränderung gehen wollen. Ich kann natürlich nicht nur mit Gesetzen kommen und mit der Analyse von Ausschlüssen, um Veränderungen zu erwirken in einer Organisation, sondern es ist ganz wichtig auch zu schauen, wer seid ihr, was macht euch aus, wo seid ihr besonders. Jede Organisation ist ein besonderes System und jede Organisation ist irgendwie eine lernende Organisation. Das heißt, auch das ist wichtig, der Blick auf die Organisation als flexible und lernende Struktur. Und auch der Blick auf Entwicklungsprozesse. Wo sind einzelne Teams?
Wo ist das Gesamtteam? Wir haben jetzt hier gerade das Kollektiv vorgestellt bekommen. Super interessant. Geschäftsführung aus 17 Personen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch ein interessantes Modell. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie seid ihr aufgebaut? Wo sind eure Themen, zu denen ihr arbeitet? Wo sind eure Baustellen? Wo habt ihr riesiges Potenzial? Das muss alles mit einbezogen werden, um einen guten Prozess zu machen. Und auch das ist einfacher gesagt als getan. Deshalb reden wir auch in solchen Veränderungsprozessen von mehrjähriger Arbeit. Also das ist nicht in 2 sogenannten Sensibilisierungsworkshops zu schaffen, sondern das sind wirklich richtige Prozesse, die ganz viel auch Geduld bedürfen und aushalten können, weil das auch, und das kennt ihr auch alle, habt ihr auch ein bisschen erzählt, auch ganz viele frustrierende Momente gibt. Deshalb ist es genau wichtig, dass wir schauen, wie können die Menschen, die daran beteiligt sind, auch ein eigenes Interesse gewinnen an dem Prozess. Und das ist so eher dieser Lern- und Effektivitätsansatz. Also wie kann die Agenda, die zum Beispiel vielleicht eine Leitungsebene hat, zur Agenda von allen Menschen werden oder von fast allen. Manche Menschen wollen nicht und das ist dann auch okay. Ein kleiner Exkurs, der ist für mich wichtig und ich weiß, dass ihr und in Deutschland auch und in die Schweiz auch mit dieser Begrifflichkeit arbeitet, Interkulturalität oder der interkulturelle Ansatz. Und ich gehe jetzt nicht da rein, um das zu delegitimieren, aber ich gehe in dieses Thema rein, um das auch ein bisschen aufzubrechen. Also der reine interkulturelle Ansatz geht davon aus, es gibt so homogene Kulturen, ja, die sind in einer Gesellschaft und die interagieren miteinander, ja, das ist dann die interkulturelle Kommunikation. Und was schwierig ist, ist, dass dieser Ansatz absolut Mehrdimensionalität vernachlässigt. Also ich bin zum Beispiel, jetzt mache ich ein kleines Storytelling, in Berlin geboren, in Westberlin. Ja, wir hatten ja die Mauer, ich bin 46, ich habe das noch miterlebt, als die Mauer da war. Wir waren WestberlinerInnen. Mein Vater ist aus Guinea, Westafrika, zum Studieren in die DDR gekommen. Meine Mutter ist spanisch-deutsch, ist noch von Spanien gekommen. So, wenn du mich fragst, welche Kultur ich habe, würde ich sagen, viele. Und das, was das viele bedeutet, ist nicht ein Nebeneinander, sondern das ist eine ganz eigene Form von kultureller Identität. Das ist in dem interkulturellen Ansatz überhaupt nicht abgebildet. Und deshalb ist es mir wichtig, das einmal zu sagen, auch wenn wir weiter arbeiten mit dem Begriff, aber zumindest um das einmal aufzubrechen, weil, wie das hier steht, es werden mit diesem interkulturellen Ansatz Gruppen auch wieder konstruiert, auch wenn das gut gemeint ist, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, Intention relativiert nicht die Wirkung. Es ist gut gemeint, aber letzten Endes werden Menschen wieder in einem bestimmten Rahmen gesehen und dann gibt es in Deutschland die Türken, die Araber und whatever. Ein alternativer Ansatz, weil es mir auch wichtig ist, nicht nur die Kritik zu üben, sondern auch Angebote zu machen, ist das Konzept von Transkulturalität. Das hat sich noch nicht so etabliert, aber das ist ein Konzept, das wirklich auf diese unterschiedlichen Dimensionen von Identität eingehen und was auch klar macht, Identität ist nicht statisch. Wir werden nicht mit einer Identität geboren und einer Kultur geboren und sterben mit der gleichen, sondern wir sind Menschen, wir bewegen uns. Ja, so wie wir uns von Ort zu Ort bewegen, von Land zu Land bewegen, bewegt sich natürlich auch das, was in uns steckt, unsere Gedanken, unsere Gefühle und so weiter. Also das ist ein Angebot und vielleicht können wir auch in unserer weiteren Arbeit da ein bisschen reinschauen, um auch da wieder aufzubrechen. Wenn wir nun auf Organisationen schauen, auch das wurde schon genannt und es wurde schon angekündigt, dann haben wir diese 3 Ps, Personal, Programm und Publikum. Und mir als Organisationsentwicklerin ist es aber wichtig, deutlich zu machen, das ist nicht alles, sondern es gibt Dinge, die den Rahmen dafür schaffen. Oben steht Organisationskultur, unten steht Organisationsstruktur und in der Mitte steht Kommunikation. Das heißt, wenn wir über Strukturen sprechen, zum Beispiel, gibt es eine Geschäftsführung, gibt es eine nachgeordnete Ebene, Kader, sagt man hier ja für die Leitungsebene eher in der Schweiz. Gibt es solche Strukturen oder zum Beispiel im Kollektiv
gibt es keine formalen Hierarchien, wobei es trotzdem natürlich Machtverhältnisse gibt innerhalb von Gruppen, auch ohne Hierarchien. Und die Organisationskultur, da werde ich später drauf eingehen, ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in der Arbeit auch zu dem Thema oder in jedem Veränderungsprozess letzten Endes. Und die Kommunikation steht da in der Mitte, weil das auch ein ganz wichtiges Element ist, also sowohl die interne als auch die externe Kommunikation. Und auch in unseren Prozessen, ich habe ja angefangen mit einer Begrifflichkeit, das zählt zum Beispiel zur Kommunikation, welche Sprache verwenden wir, aber auch welche Bilder verwenden wir. Und darüber hinaus, wie gehen wir miteinander um, auch zum Beispiel im Schriftverkehr oder wenn wir miteinander sprechen, in Teamsitzungen, ist es wertschätzend, werden Menschen unterbrochen, die bestimmten Gruppen angehören. Ich spiele jetzt mal auf Gender an, weil ich untersuche oft Organisationen, das ist zum Beispiel ein Punkt, in Teamsitzungen werden weiblich gelesene Personen sehr viel öfter unterbrochen als männlich gelesene Personen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Themen, die wir anschauen können. Und wenn wir also in einen Prozess gehen, sind das alles Elemente, die wir anschauen können. Aber auch da, das hat auch eine Person gesagt, wir müssen und können nicht alles auf einmal machen. Es ist absolut klar. Wir können nicht anfangen, einen Prozess und all diese Elemente uns anschauen und dazu in die Veränderung gehen, sondern meistens gibt es einen Ausgangspunkt und das ist gut und aus dem wird Bewegung entstehen. Ich gehe in ein Feld rein, das auch viele von euch genannt haben, Personal, also wie gestalten wir das Personal diverser und möchte einfach nur so ein paar Elemente aufzeigen, die wichtig sind, wenn wir die Personalstrukturen diverser gestalten wollen. Das eine, und oft ist der Ansatz, wir haben eine Ausschreibung oder eine Organisation hat eine Ausschreibung und schickt die dann an irgendwelche Leute, die vermeintlich in diverseren Communities unterwegs sind oder in Netzwerken und dann mit der Bitte sagt, kannst du die Ausschreibung streuen, weil wir möchten gerne uns verändern und wir möchten gerne, dass auch mal andere Leute unsere Ausschreibungen lesen. Das ist zu spät, dieser Zeitpunkt. Der ist auch wichtig, aber da ist nicht der erste Ansatz, sondern es ist wirklich der Blick darauf, wie denken wir eine Stelle. Und ich weiß, geförderte Institutionen haben natürlich nicht alle Freiheit der Welt, da gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die zu betrachten sind. Und trotzdem ist es immer wichtig zu überlegen, was denken wir uns mit der Stelle, was sind die Anforderungen formal, zum Beispiel durch ein Förderprogramm, aber was ist auch von uns als Organisation wichtig, da mitzudenken. Also formale Anforderungen. Und da möchte ich einmal auf dieses kleine Phänomen, was riesengroß ist im Kunst- und Kulturbetrieb, Klassismus eingehen. Das haben wir in der Schweiz genauso wie in Deutschland. Kunst- und Kulturinstitutionen sind oft sehr exklusive Institutionen. Das heißt, dass Menschen, die nicht bestimmte formale Qualifikationsnachweise vorzeigen können, da gar nicht erst landen. Oder vielleicht mal als Künstlerin oder Künstler für irgendein Projekt, aber in keinem Fall in den Strukturen oder in höheren Hierarchieebenen. Also auch das ist schon ein Punkt, brauchen wir immer diese formalen Qualifikationen. Und ja, wenn es ein Förderprogramm fordert, ich weiß, es ist eine Schwierigkeit, müssen wir irgendwie damit arbeiten, aber wir haben schon auch manchmal die Flexibilität, das aufzubrechen. Dann Diversitätskompetenz, also wir haben viel über Diversität gesprochen und was ist es denn was wir lernen sollen und wollen, um darüber sprechen zu können, darüber nachdenken zu können, sensibel sein zu können, auch empathisch sein zu können und aber auch Räume schaffen zu können, in denen tatsächlich viele Menschen ankommen und da auch gut sein können, so wie sie sind. Ich sage gleich was zu Diversitätskompetenz. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der standardmäßig etabliert werden kann in Stellenausschreibungen oder in dem Denken von Stellen, dass alle Menschen, so ein bisschen wie Teamkompetenz, ja, das wollen wir ja auch von allen. Alle sollen teamfähig sein, die irgendwie zu uns in die Organisation kommen. Diversitätskompetenz ist aus meiner Perspektive auch etwas, was standardmäßig formuliert werden muss. Und dann ist es natürlich, je nachdem, welche Stelle ausgeübt wird, gibt es unterschiedliche Gewichtungen. Es ist genauso in der Teamkompetenz. Eine Person, keine Ahnung, ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nahe, die da hinter einer Kamera steht, hat vielleicht
braucht auch Teamkompetenz, aber vielleicht weniger als eine Teamleiterin, die jeden Tag irgendwie ein Team durch Prozesse steuern muss. Was auch wichtig ist, Sprachanforderungen spezifisch zu beschreiben. Da seid ihr in der Schweiz, glaube ich, teilweise ein bisschen weiter als wir in Deutschland, allein weil ihr mehrere Sprachen standardmäßig habt. Aber Lisa macht schon so, okay, seid ihr nicht. In Deutschland sage ich immer, und das gilt aber auch für hier, wenn wir zum Beispiel schreiben in Stellenausschreibungen sehr gute Deutschkenntnisse, dann wirkt es für Menschen so, oh, das müssen MuttersprachlerInnen sein. Und auch das ist schon ein ausschließendes Moment. Sehr gute Deutschkenntnisse, kann ich das überhaupt? Ich bin hier nicht geboren, ich habe das nicht mit der Muttermilch aufgesogen, kann ich das trotzdem? Da helfen zum Beispiel der europäische Referenzrahmen, da gibt es so Kategorien, C1 zum Beispiel, und das kann man aufführen, sodass es deutlich ist, es gibt die Anforderungen an ein bestimmtes Sprachniveau, aber das hat gar nichts damit zu tun, ob du damit geboren bist oder nicht. Und das macht es einfach klarer und explizit. Ich habe gesagt, ich muss auf die Uhrzeit gucken. Ich habe um 10 nach angefangen. Ne? Okay, ich mache mal ein bisschen schneller. Ihr seht, ich brauche eigentlich noch eine halbe Stunde. Habe aber nur noch 2 Minuten. Einmal kurz zur Diversitätskompetenz, weil auch das wichtig ist. Also ich arbeite gerne wirklich mit dem Definieren von Dingen. Weil, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht uns darüber einigen, worüber wir sprechen, dann werden wir alle über unterschiedliche Dinge sprechen, auch wenn wir die gleichen Worte nutzen. Diversitätskompetenz ist also nicht nur, ich bin sensibilisiert für irgendwas, ja, ich reagiere empathisch auf irgendwas, sondern Diversitätskompetenz ist auch Wissen. Ich brauche Wissen, zum Beispiel über rechtliche Rahmenbedingungen. Ich brauche aber auch Wissen über, was sind gesellschaftliche Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten. Ich brauche auch Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, personale Kompetenz. Das heißt, kann ich entdecken, wenn diskriminierende Dinge passieren. Da reicht es auch nicht nur empathisch zu sein, sondern dafür brauche ich das Wissen darüber, wie Diskriminierung funktioniert, zum Beispiel. Für das Thema Personal und diverses Personal ist es auch immer wichtig, ne, wenn wir zu dem Punkt gekommen sind, wir haben die Stelle gedacht, wir haben Zugangsvoraussetzungen bedacht, wir haben das auch in vielen Verteilern verteilt, dann kommt es natürlich zu dem Punkt, dass Bewerbungen reinkommen. Und hier ist dieser Punkt Beteiligungsstrukturen ganz wichtig, nämlich wer guckt sich diese Bewerbungen an und wer wählt die aus. Da ist das Machtmoment. Ja? Wenn ich eine Bewerbung sehe und ich bin nicht kompetent auch in der Reflexion meiner eigenen Biases, meiner eigenen Stereotype, dann kann es sein, dass ich Bewerbungen bevorzuge, die mir eben gefallen als Person. Und das produziert homogene Personalstruktur neben den Themen, die ihr gesagt habt, die ganz viel mit Geld auch zu tun haben. Das ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist, aber vor allen Dingen ist erstmal auch das Mindset und die Prozesse zur Personalgewinnung ganz, ganz wichtig. Ich darf länger sprechen. Ich habe meine Brille nicht, deshalb konnte ich das gar nicht lesen. Okay, super. Genau, und genauso wie es wichtig ist, wer da sitzt, mit welchen Kompetenzen, ist es dann auch wichtig, welche Fragen gestellt werden. Auch das passiert oft. Person A führt ein Bewerbungsgespräch durch und stellt das Fragenset, das die Person eben gerne mag, und Person B führt ein Bewerbungsgespräch durch und stellt ganz andere Fragen. Auch das führt zu Ungleichheit und Ausschlüssen, weil das bedeutet, dass es keine Vergleichbarkeit mehr gibt. Und ich sage das nicht, damit alles hochbürokratisiert wird und standardisiert wird, aber es ist wichtig, dass wir einen gemeinsamen Rahmen finden, der uns ermöglicht, zum Beispiel Menschen, die bei uns in der Organisation ankommen wollen oder bei euch, dass wir eine Vergleichbarkeit haben und eine, die etwas objektiver ist als der subjektive individuelle Zugang dazu. Und das ist normal, wir sind Menschen, wir haben alle einen individuellen Zugang, das ist vollkommen in Ordnung. Ich plädiere nicht dafür, individuelle Perspektiven abzuschaffen, ja? Die müssen bleiben. Aber es braucht Instrumente, ihr habt auch Tools gesagt, es braucht Instrumente, damit eben diese subjektiven Perspektiven nicht so wirksam und so dominant wirksam sind. Und dann spielt da natürlich auch rein, wie bewerten wir Dinge. Also nicht nur, welche Fragen stellen wir, sondern was wollen wir denn da als Antworten hören.
Also auch das, wenn, keine Ahnung, ihr jetzt so weit seid, dass ihr zum Beispiel das Thema Diversität in einem Bewerbungsgespräch integriert und dann fragt ihr danach, wie Menschen das Thema Diversität in der Produktion eines Theaterstückes einbringen würden. Ja, das könnte eine Frage sein. Dann müsstet ihr vorher euch überlegen, was ihr da hören wollt und was für euch eine gute Antwort ist und was für euch nicht so eine gute Antwort ist. Wenn ihr das nicht vorher macht, erzählt eine Person eben irgendetwas und dann je nachdem, wie das bei euch persönlich resoniert, bewertet ihr das. Und das kann dann zum Beispiel sein aufgrund der Eloquenz, also auch da, Lisa, ich nutze dich jetzt ganz oft als Referenz. Ich weiß, magst du nicht, ne? Aber es war so gut, was du gesagt hast. Auch da ist die Person zum Beispiel, ich begleite auch Bewerbungsprozesse als externe Beraterin und das ist manchmal Thema, wenn zum Beispiel Nicht-MuttersprachlerInnen in Bewerbungsgesprächen sind. Das ist dann Thema, ja, kann die denn genug Deutsch? Ja, obwohl die Person das gesamte Bewerbungsgespräch vollkommen in Ordnung und sehr gut durchstanden hat, ist es trotzdem dann die Frage, ja, aber brauchen wir nicht, ist das nicht vielleicht ein Minuspunkt? Also auch da, worauf schauen wir, was bewerten wir in so einem Bewerbungsgespräch? Und auch da ist es wichtig, wir müssen uns vorher Gedanken machen dazu, was ist denn das, was wir da hören wollen und was wir als gut bewerten und was wir als eben vielleicht nicht so gut bewerten. Und auch das heißt nicht, dass irgendwie alles gleichgeschaltet wird, aber es geht um Qualität. Und Qualität ist auch nicht etwas, was einfach so da ist, sondern jede Organisation definiert Qualität für sich. Und da ist es wichtig, das habt ihr zum Beispiel auch im künstlerischen Prozess, was ist für euch gute Qualität und was nicht. Genauso ist es in einem Bewerbungsprozess, wenn Antworten kommen, was ist eine gute Qualität und was nicht. Und auch da vielleicht ein kleiner Ausflug noch. Natürlich, wenn wir über soziale Ungleichheiten sprechen, ist es auch wichtig, darauf zu schauen, gibt es gesellschaftliche Gruppen, die trotz dieser ganz großen Beschäftigung mit den Zugangsvoraussetzungen eben aufgrund von gesellschaftlicher Benachteiligung nicht da sein können, wo sie könnten, wenn sie keine Ungleichheit erfahren hätten. Also gibt es Gruppen, die zum Beispiel benachteiligt sind im Bildungssystem und kommen diese Gruppen vielleicht per se nicht bei uns an? Das ist auch eine wichtige Frage, weil selbst wenn wir das alles definieren, kann es immer noch sein, dass es Gruppen gibt, die ausgeschlossen sind, weil sie einfach in der Gesellschaft unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten hatten. Dafür gibt es dann sowas wie Affirmative Action oder in Deutschland positive Maßnahmen, dass wir schauen können, oder Trainee-Programme, dass wir schauen und definieren, welche Dinge müssen zu Antritt der Stelle auf jeden Fall da sein und was kann vielleicht auch gelernt werden on the job. Es muss nicht immer alles am ersten Tag da sein. Also sowas wie Teamfähigkeit sollte schon am ersten Tag da sein. Es ist schwierig, so in 6 Monaten zu lernen. Aber andere, zum Beispiel fachliche Dinge, können sehr wohl gelernt werden, womit vielleicht auch dieses Thema Klassismus und der sehr elitäre Betrieb ein bisschen aufgebrochen werden kann. Und auch ganz wichtig, und das ist meist nicht in der Stellenbeschreibung, ist das sogenannte Employer Branding. Das klingt jetzt ein bisschen kapitalistisch, aber wir leben im Kapitalismus, deshalb erlaube ich mir das zu nutzen. Also wie werden wir als Organisation wahrgenommen? Auch das ist ganz, ganz wichtig. Hier stehen ein paar Fragen, die sich Organisationen stellen können und sollten. Warum sollte Mensch bei uns arbeiten wollen? Also es geht ja nicht nur darum, dass sich Bewerberinnen in der Organisation bewerben, sondern auch die Organisation bewirbt sich bei interessanten Personen. Und da ist es gut, auch herauszustellen, ja, warum sollte die denn bei uns arbeiten wollen, die Person? Wer sind wir und wofür stehen wir? Und da unten stehen noch mal ein paar Worte: Selbstverständnis, Werte, Vision, Positionierung, Angebote. Und das ist wichtig, weil gerade wenn es darum geht, dass es so Personalstrukturen, also Personal gibt, das relativ homogen ist, dann ist es für Menschen, die nicht in diese homogene Gruppe fallen, oft ein großes Überlegen, möchte ich dahin als die andere oder der andere, weil was bedeutet es für mich, die andere oder der andere zu sein? Ich komme da rein und dann werde ich auch als der oder die andere angeschaut, ich werde vielleicht extra nett behandelt oder auch nicht, mir werden vielleicht Dinge zugeschrieben, aufgrund vielleicht eines Äußeren werde ich dann die Diversitätsbeauftragte, nun bin ich
zufällig in dem Bereich tätig, aber es hätte auch sein können, dass ich, so wie ich aussehe, in einen Betrieb komme und ich mache gerne Buchhaltung. Das ist nicht der Fall. Aber wenn es so wäre, dann, ich erlebe das oft in Organisationen, dann werden Zuschreibungen gemacht, weil die Person einer bestimmten sozialen Gruppe vermeintlich angehört, kann die Person jetzt auch ganz viel über Diversität und Diskriminierung und so erzählen. Und das ist ganz, 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 ganz schwierig. Und das wissen alle Personen, die eben nicht zu dominanzgesellschaftlichen Gruppen gehören, also die sozusagen die anderen sind, oder es gibt auch einen Fachbegriff, die geandert werden. Das kennen alle Personen, sie kommen irgendwo rein und wissen, da passiert genau das, Zuschreibungen und so weiter, wenn die Organisation diese Thematik nicht auf dem Schirm hat. Und das ist jetzt ich plädiere nicht dafür, nicht diverser zu werden, sondern ich plädiere dafür, sich bewusst zu machen, was sind die Leerstellen in der Organisation, was sind unsere Themen, wo brauchen wir wirklich, wo haben wir Aufholbedarf, wo müssen wir noch lernen, wo wollen wir auch lernen, wofür stehen wir und was bieten wir auch an Personen, die kommen und die vielleicht nicht der Normalität bei uns entsprechen und wie können wir dafür sorgen, dass diese Person nicht belastet wird. Und das ist wirklich nicht sozusagen nur aus der Theorie, sondern ich spreche wirklich aus der Praxis. Ich begleite sowohl Organisationen als auch Personen of Color, schwarze Personen oder Transpersonen oder Personen, die eben nicht den dominanten Gruppen angehören, begleite sie in Coachings. Und das sind ganz, ganz oft Themen von Menschen, die in Organisationen kommen. Jetzt bin ich hier und die Organisation wollte das. Und jetzt muss ich alles auf meinen Schultern tragen und wenn vielleicht irgendwas passiert, vielleicht diskriminierende Sprache oder irgendwas, dann bin ich auch immer die einzige Person, die darauf hinweisen muss. Das heißt, es ist ganz wichtig als Organisation, die eigenen Hausaufgaben zu machen und wirklich sich gut darauf vorzubereiten. Wir können uns nicht auf alles vorbereiten, aber es gibt auf jeden Fall Dinge, die wir machen können. Und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Auch diesen Anspruch will ich gar nicht formulieren, sondern für Menschen, die zu euch kommen wollen, transparent zu machen, wo ihr steht. Und das kann auch heißen, hey, wir freuen uns, wenn Personen kommen, die wir noch nicht so bei uns haben. Wir wollen aber auch deutlich machen, wir sind im Prozess des Lernens. Wir haben noch ganz viele Dinge nicht bei uns umgesetzt und so weiter und so fort. Auch das ist etwas, was unterstützt dabei, dass Menschen gerne bei euch ankommen wollen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, wenn wir nur das Thema Personal anschauen und nicht so einen ganzheitlichen Blick haben, dann werden wir an Stellen und an Momente kommen, die uns nachher dazu führen zu sagen, das Projekt ist gescheitert. Und ein Thema ist eben der große Bereich Organisationskultur. Das ist einer der wichtigsten Wirkmechanismen auch, nicht nur im Gewinnen von Menschen, die noch nicht da sind, sondern auch im Behalten von Menschen, die noch nicht da waren. Weil das eine ist, die kommen, aber der zweite Schritt ist ja, die sollen auch bleiben. Und auch das erleben wir oft, dann kommen vielleicht Menschen, weil sie sich trauen oder weil wirklich das Angebot jetzt gar nicht finanziell, sondern der Organisation ganz spannend und interessant war und dann merken sie, das hier ist ein Ort, in dem ich nicht sein kann und nicht gut arbeiten kann. Ich gehe wieder. Das ist ein unheimlicher Verlust, sowohl für die Person als auch für die Organisation. Und deshalb ist dieser Blick auf Organisationskultur, ich habe vorhin von einem Buch erzählt, das arbeitet mit dem Begriff mentale Modelle, den ich gut finde. Der Blick auf die Organisationskultur ist ganz, ganz wichtig, also sich bewusst machen, was sind unsere mentalen Modelle, also was für Annahmen haben wir. Wie erklären wir uns Problematiken? Wenn wir irgendeine Situation sehen, was ist unsere Matrix, um zu erklären, dass das passiert ist? Und das ist nicht bei allen Menschen gleich, sondern wir haben alle unterschiedliche mentale Modelle und die sind wirksam in der Organisation. Was sind Werte, was sind Normen? Und die sind ja nie irgendwo aufgeschrieben. Es steht nie so eine Beschreibung von einer Persona, die so und so alt ist, das und das Gender hat, die und die phänotypischen Merkmale und bei der Marke die Klamotten einkauft, das ist die Person, die wir haben wollen. Das steht nirgendwo und trotzdem gibt es Normen. Und das ist wichtig und das ist zum Beispiel durch Reflexionen und Thematisieren, Sprechen eine Möglichkeit, das deutlich zu machen.
Hier ist nochmal eine Tabelle über das, was die Organisation ausmacht. Da werde ich jetzt nicht überall reingehen können, aber nur um nochmal deutlich zu machen, wie komplex dieses Thema Organisationskultur ist. Also auch das, ich rede jetzt hier in ein paar Minuten drüber, aber um Organisationskultur zu verändern, braucht es wirklich viele Jahre. Und das soll kein Abschrecken sein, sondern eher eine Einladung dazu, jetzt anzufangen. Weil wir, wenn wir einmal angefangen haben, auch vielleicht Spaß daran haben, uns damit auseinanderzusetzen, was sind unsere Werte, Normen, Annahmen und es gar nicht mehr sich so sehr wie Arbeit anfühlt in diesem lebenslangen Lernprozess. Noch ein letzter Diskurs, Exkurs, bevor ich aufhöre. Was auch wichtig ist, zum Beispiel, wenn wir auf Personal schauen, ist Beschwerdestrukturen, Antidiskriminierungsberatung. Auch das ist etwas, was für Menschen, die zum Beispiel aus marginalisierteren Gruppen kommen, wichtig ist. Wenn ich bei euch anfange und es passiert irgendeine Situation, die diskriminierend ist, gibt es ein System, eine Struktur, Personen, Ansprechstellen, die ich kontaktieren kann, um darüber zu sprechen? Oder muss ich zu meinem Vorgesetzten gehen, was erzählen und die Person spricht mir vielleicht dann ab, dass es so war oder relativiert meine Erlebungen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe gerade im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das Düsseldorfer Schauspielhaus begleitet in einem Aufarbeitungsprozess. Da gab es rassistische Vorfälle gegenüber vor allen Dingen einem Schauspieler und der ist, nachdem er, und ich darf das so sagen, weil das auch in der Presse war und so, also ich verrate keine interne, nachdem er wirklich versucht hat, an unterschiedlichen Stellen das zu thematisieren in dem Haus und er gemerkt hat, es passiert nichts, zumindest nichts, was ihm hilft, ist er an die Presse gegangen. So, das ist natürlich immer ein harter Schritt, es ist aber oft, wenn Menschen das tun, der letzte Schritt, hey, so geht's nicht, so geht's nicht weiter. Und wir haben dann hat uns das Schauspielhaus beauftragt, wir haben dann in einem langen Prozess, 6 Monate mit Analysen, mit Gesprächen, mitarbeitenden Umfragen geschaut, was hat dazu geführt, dass diese rassistischen Dinge, Vorfälle, Situationen so passieren konnten, wie sie passiert sind. Und da geht es nicht um Blaming und Shaming, sondern da geht es darum zu verstehen, was hat es begünstigt, dass so etwas passiert und nicht das erste Mal passiert und was sind Möglichkeiten, um das zu verhindern. Und da ist dieses Thema Beschwerdestrukturen, Ansprechstrukturen ganz, ganz wichtig. In diesem Fall, wenn es eine gut funktionierende Beschwerdestruktur gegeben hätte, wäre es mit Sicherheit nicht zur Presse gekommen. Und das, was kaputt gegangen ist in der Organisation, ja, auch an Vertrauen, ne, an einem guten Miteinander, hätte man sich sparen können. Also auch das ist ein Instrument, ein Tool. Ich weiß nicht, wie verbindlich das in der Schweiz ist. In Deutschland muss jede Organisation eine AGG, also eine Antidiskriminierungsbeschwerdestelle haben. Die deckt nicht alles ab, aber zumindest den mindesten Rahmen. Also auch das ist ein Tool. Und wenn das nicht die Organisation alleine leisten kann, weil das ist auch oft der Fall, wenn es kleine Organisationen sind, dann schaut, dass ihr euch mit externen Antidiskriminierungsberatungsstellen zusammentut, sprecht die an, fragt, ob ihr mit denen kooperieren könnt und euren Mitarbeitenden könnt ihr dann sagen, hey, wenn irgendwas passiert, bitte, bitte, bitte melde das, für uns ist es wichtig, dass du das meldest und hier ist die Struktur. Also nicht darauf warten, naja, wenn was passiert, wird die Person schon irgendwen finden, sondern proaktiv gestalten. Das war die letzte Folie, dann höre ich gleich auf. Was in diesem ganzen Prozess wichtig ist, sind tatsächlich diversitätskompetente Führungskräfte, weil das die Menschen sind, die auch die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, also die eine gewisse Form von Macht haben in Organisationen. Im Kollektiv ist es sicherlich nochmal anders, aber spielt auch eine Rolle. Und das heißt, dass es wirklich ganz wichtig ist, nicht nur das passiert ja auch manchmal, Organisationen organisieren dann Workshops für die Mitarbeitenden, aber die Leitungsebene nimmt dann vielleicht nicht teil oder sehr viel weniger teil. Das ist der falsche Weg, sondern Führungskräfte, Leitungsebene braucht in jedem Fall auch ein gutes Standing, Wissen und viele Kompetenzen, um gut so einen Prozess angehen zu können und auch, wie ihr das zum Beispiel benannt habt, als Wunsch priorisieren zu können und so weiter und so fort. Es braucht eine Gesamtstrategie für das gesamte Haus und einen ganzheitlichen Prozess, aber der kann an einer Stelle angefangen werden. Also
Wenn ihr wollt, fangt mit dem Programm an. Wenn ihr wollt, fangt mit Personal an, wo auch immer. Fangt an. Ihr sitzt ja hier, weil ihr das schon getan habt oder vorhabt. Und dann wird sich alles Weitere auch, wenn ihr mit guten Leuten zusammenarbeitet und ihr selber eure Potenziale ausschöpft, wird es ein guter Prozess werden. Letzter Satz. Und da gehe ich gar nicht drauf ein, sondern ich lasse das stehen. Das ist mir wichtig, auch wenn das gar nicht so Thema der Veranstaltung ist, aber es ist ganz oft in dem Diskurs um Veränderung in Kunst- und Kulturinstitutionen der Begriff Dekolonisierung, Decolonize, fällt ganz oft. Ich möchte nur deutlich machen, Diversitätsorientierung ist nicht gleich Dekolonisierung, da braucht es viel mehr. Ich lasse die Folie stehen, da könnt ihr ein bisschen lesen, was das bedeutet. Und trotzdem ist es wichtig, natürlich Diversitätsorientierung zu betreiben. Und wenn es geschafft wird, Dekolonisierung noch mit einzubeziehen, dann umso besser. Vielen Dank. Okay. Also Frage 1 gerne. Und Frage 2, auch da kann ich keine sozusagen allgemeingültige Antwort geben. Ich kann nur sagen, wie es dazu gekommen ist, und das war tatsächlich aus einem Leidensdruck einer Schauspielerin, die irgendwann gesagt hat, okay, es reicht, also weil schwarze Schauspielende und Schauspielende of Color immer wieder rassistische Situationen erleben, und dann ist der Gang zur Anwältin die Lösung gewesen. Also entweder es kommt in meinen Vertrag, dass das auch geächtet wird in meiner Arbeitsstelle, oder ich kann hier nicht arbeiten. Und deshalb, das hat sozusagen wirklich die Historie aus dem Erlebten. Es kann ja in Verträgen beides geben. Du kannst als Organisation natürlich sowas wie eine Antirassismusklausel machen und aber auch eine Antidiskriminierungsklausel oder sowas wie ein Selbstverständnis oder Leitlinien zum Verhalten. Es geht jetzt nicht um Verhaltensnormierung, sondern was wird bei uns nicht toleriert. Und jetzt nehme ich mal das Wort tolerieren, weil Toleranz mag ich eigentlich nicht, weil es um Dulden geht, aber in dem Fall ist es für mich richtig. Und es ist wichtig zu beschreiben, dass natürlich grundsätzlich in der Organisation jegliche Form von Diskriminierung, Herabsetzung, Benachteiligung nicht erwünscht ist und auch nicht geduldet wird. Und dann kann aber, und es macht Sinn, und ich glaube, Ivana geht auch ein bisschen darauf hin, damit nicht alles sozusagen gleich gemacht wird, kann auch auf eine bestimmte Diskriminierungsform, in dem Fall Rassismus, eingegangen werden, wenn deutlich ist, dass es immer wieder eine Situation, ein Momentum, die passiert. Und es passieren vielleicht in anderen Diskriminierungsformen gar nicht so viele Dinge. Und das heißt, es ist wirklich wichtig, auch da, und ich hoffe, dass Ivana das macht, und das wird sie tun, auch da zu schauen, können wir alle Dimensionen von Diversität und Diskriminierung gleichzeitig angehen, oder braucht es vielleicht klar das Bekenntnis zu Antidiskriminierung und Diskriminierungskritik, aber wir kreieren Maßnahmen zum Beispiel für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Genauso wie es zum Beispiel, ja, da werden wir auch was hören, für Menschen, die Behinderungen haben, gibt es bestimmte Maßnahmen oder genderspezifische Maßnahmen. Das heißt, der Grundsatz ist zwar Antidiskriminierung, Diversität, Diskriminierungskritik, aber die spezifischen Maßnahmen, da kann es sein, dass ihr wirklich euch erstmal überlegen müsst, zu welcher diskriminierten Gruppe möchten wir arbeiten und wo möchten wir spezifische Maßnahmen schaffen, weil nicht alle Maßnahmen immer gleich für alle marginalisierten Gruppen greifen. Da ist es aber dann auf jeden Fall wichtig, das wurde ja auch schon gesagt, mit externen Expertinnen zu arbeiten, denn ihr seid ja nicht in den Institutionen als professionelle Organisationsentwicklerinnen oder diversitätsorientierte Organisationsentwicklerinnen. Du schon, du auf jeden Fall, aber die meisten anderen wahrscheinlich nicht. Und auch du bist ja Teil eines Systems. Auch da ist es total wichtig, als Counterpart eine Person zu haben. Wir arbeiten ja auch zusammen, ne? Ariane, Lisa arbeiten mit Ivana, mit mir, mit anderen, um immer wieder zu schauen und auch so einen Außenblick zu haben. Weil wenn wir Teil eines Systems sind, können wir auch nicht mehr bestimmte Dinge frei sehen. Genau, und insofern
Es gibt keine Standards für solche Verträge. Also insofern, klar ist es ein Modell, das in die Schweiz übernommen werden kann. Es müsste mit Schweizer Anwältinnen angeschaut werden, ArbeitsrechtlerInnen. Aber das ist ein Problem, was wir haben. Es gibt keine Standards, es gibt auch keine politischen Vorgaben, es gibt keine Grundlagen. Das macht es für euch absolut schwierig, zu dem Thema zu arbeiten, weil ihr sitzt dann hier oder lest irgendwas, müsst euch irgendwie einfinden. Es gibt aber überhaupt keine Matrix, an die ihr euch halten könnt. Und Verträge sind da schon gar nicht mit verhandelt. Ist aber ein wichtiges Tool. Also ich würde unterstreichen, dass es wichtig ist, um bewusst zu machen. Und es kann sein, dass es das in 10 Jahren nicht mehr braucht. Also auch das geht nicht darum, etwas zu schaffen und das bleibt für immer. Aber das ist für einen Moment eine gute Antwort. Vielen Dank. Was wichtig ist aus meiner Perspektive ist, wenn wir über die Differenzsetzungen sprechen und zum Beispiel Programmgestaltung, dass wir nicht dazu kommen, ich nehme jetzt wirklich so ein ganz plattes Beispiel in Deutschland, wir machen jetzt ein Theaterstück für die türkische Community. Weil das irgendwie impliziert, es gibt die türkische Community, die haben irgendwie alle gleiche Mindsets, Bildungsstände, Perspektiven, haben alle Spaß an den gleichen Sachen. Und das ist ein Fehler, das ist es ja nicht so. Das heißt auch zum Beispiel, das Türkischsein ist zum Beispiel ein verbindendes Element, aber in Deutschland, in der türkischen Community gibt es Riesenunterschiede, in Berlin gibt es Riesenunterschiede. So. Das heißt, was wichtig ist zu verstehen, wie spreche ich an, also Sprache ist zum Beispiel schon ein Thema, das kann sozusagen ein verbindendes Element sein oder ein Element sein, um Türen zu öffnen. Aber was auch wichtig ist, wenn ich zum Beispiel in die Programmentwicklung im Theater gehe, werde ich nur über europäische Stücke arbeiten oder über, weiß ich nicht, sind meine ProtagonistInnen, entsprechen die immer einer gewissen Norm? Oder werden Themen von Migration immer auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt? Also es geht gar nicht so sehr darum, natürlich gibt es kulturelle Identitäten, aber manche sind tatsächlich so, okay, ich bin Schweizerin und das ist meine Identität und andere sind, ich bin ganz viele. Auch das kann nebeneinander stehen. Deshalb gibt es gar nicht das Stück für die eine Gruppe, sondern es geht eher darum zu schauen, welche gesellschaftlichen Themen wollt ihr ansprechen. Und Kunst ist ja schon, also Künstlerinnen und Künstler sind keine PolitikerInnen, aber die Kunst ist politisch. So, Kunst ist dazu da, auch Gesellschaft zu reflektieren. Und das ist vielleicht eher der Ansatz, reflektieren wir das, was in der Gesellschaft, da wo wir sind, das kann auch ganz lokal sein, was da passiert. Und wenn wir diese Brille haben und dieses Prisma, dann ist da schon ganz viel Diversität. Und die Frage ist eher, zeigen wir all diese Geschichten, die es da gibt? Oder wenn wir bestimmte Dinge zeigen, zeigen wir die immer aus einer bestimmten normierten Brille. Also das ist für mich eher der Ansatz, Kunst für alle zu machen. Und die Ansprache, Kommunikationsmittel, das ist dann natürlich, das kann wirklich zielgruppenspezifisch teilweise sein, aufgrund von Sprache. Es kann aber auch sein, wir verändern einfach mal unsere Bildsprache und haben nicht immer nur die gleichen Abbildungen von den gleichen Menschen, weil auch das sehen Menschen. Ich gucke mir eine Website an und ich sehe, sind da alles nur, ich arbeite zum Beispiel mit Nivea, da sind nur weiße, blonde Frauen als Models. Ich berate sie in diesem Bereich, sage ich, naja, ich kaufe euer Zeugs nicht, weil sorry. Also wenn ich nicht mitgedacht werde, gehe ich halt woanders hin. Ne? Also Kommunikation ist was anderes, aber die Inhalte hin zu Abbildung von Gesellschaft, nicht Repräsentation, sondern was wird diskutiert, was sind Problematiken, Herausforderungen und was ist auch an Reichtum da. Super, vielen herzlichen Dank.